Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Der September stand mal wieder ganz im Zeichen des Imperiums, was vor allem daran lag, dass die Painting Challenge von Mini Warmat noch dazu kam und die mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als ich eigentlich gedacht hatte. 38 Modelle mal eben so nebenbei in einem Monat anzumalen, ist definitiv machbar, aber trotzdem ist es zusätzliche Arbeit, wenn nebenher auch noch Videos produziert werden. Auf alle Fälle nähert sich die Challenge jetzt dem Ende und es sind auch fast alle Modelle bemalt, die ich dafür geplant habe. Die zeige ich euch aber erst nächste Woche. Heute geht es erstmal, wie ihr hier schon seht, um das Imperium, wie so oft in den letzten Monaten. Nach einer Bestandsaufnahme bin ich mittlerweile bei 29 Schwertkämpfern, inklusive der 4 Modelle, die ihr hier schon die ganze Zeit seht. Das sind jetzt nur die in der Vitrine und nicht die, die noch in einer Kiste verpackt sind. Wie immer sind die Modelle im Stil der Landsknechte des 16. Jahrhunderts bemalt. Der Schwertkämpfer mit der Feder am Helm stammt aus dem Drucker und es wurden Teile von 3 verschiedenen Designern dafür verwendet. Der Körper ist von Wargames Delivered, das Schwert gehört eigentlich zu einem Reiter von Rohan von The Printing Goes Ever On und wurde nur ein bisschen vergrößert und der Schild ist von Reconquer Designs. Eigentlich ist der Schwertkämpfer auch ein Hellebardier, deswegen ist der Schild so weit oben, weil er eigentlich die Hellebarde vorstreckt. Außerdem gehört er zu einer Gruppe von Figuren, die beim Druck einfach nichts geworden sind, was aber am Resin lag, das sich unheimlich schlecht verarbeiten ließ. Folglich waren immer wieder kleinere Macken an den Modellen. Die restlichen Schwertkämpfer sind alle die alten Modelle vom Games Workshop. Die stehen jetzt bereit, das Imperium zu verteidigen und warten in der Vitrine auf ihren ersten Einsatz. Wie immer bekommt natürlich auch das Musketierkorps Verstärkung. Es sind zwar nur 3 Mann, aber 3 Musketiere mehr sind 3 Schuss mehr, die auf den Feind abgegeben werden können. Zu den Modellen gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Das sind die Standardmodelle aus der Streitmachtbox der 6. Edition und insgesamt gab es nur 4 Posen. Das dürften die meisten von euch ja sicher wissen. Ich mag diese Modelle trotzdem, weil sie sich wunderbar in eine Formation stellen lassen, aufgrund des wartenden und ladenden Schützen. Da kommen sie sich nicht mit den Musketenläufen in die Quere. Als bei My Mini Factory wieder Schlussverkauf war, habe ich mir die Musketenschützen von Highland Miniatures gegönnt. Allerdings die, ich will mal sagen, alte Version. Die neuen sind stark an den Staatstruppen von GW orientiert und die haben mir nie wirklich gut gefallen. Also habe ich mich für die alten Modelle entschieden, weil da außerdem auch 2 weibliche Schützen dabei sind und die gefallen mir sehr gut. Und es gibt ein kniendes Modell. Mit dem lässt sich dann nochmal eine ganz andere Feuerlinie aufstellen und ich freue mich auch schon drauf, die Modelle endlich bemalen zu können. Auch die Hellebardiere kommen diesen Monat natürlich nicht zu kurz und werden mit 4 Modellen verstärkt. Bis auf den, der seine Hellebarde abgestellt hat, sind alles Modelle vom GW. Der Hellebardier mit der abgestellten Hellebarde ist aus dem Drucker und hier seht ihr jetzt, was ich gemeint habe, als ich von Problemen mit dem Resin gesprochen habe. Der Katzbalger, also sein Schwert, ist nicht vollständig gedruckt worden. Ich habe für den Druck wie immer die gleiche Marke Resin verwendet, aber eine andere Farbe. Statt schwarz habe ich grau benutzt. Das habe ich früher schon mal gehabt und keine Probleme sind aufgetreten. Bei diesen Modellen war es dann plötzlich ganz anders mit dem Resin. Da sind dann die Supports abgerissen, die Figuren wurden gar nicht gedruckt, weil sich die Rafts nicht von der FEP-Folie lösen wollten. Wie man so schön sagt, you name it. Das Resin ist mittlerweile aber fast vollständig verarbeitet. Ich habe mir dann nämlich noch eine Ladung schwarzes Resin gekauft und das graue immer schlückchenweise da hineingemischt und so nach und nach verbrauchen können. Den Abschluss des Monats bildet ein weiterer Musiker für das Imperium. Von diesen Trommlern habe ich jetzt 4 oder 5 angemalt, es könnten aber auch nur 3 oder 4 sein, also kann ich ein paar Regimenter mit Musikern ausstatten. Bei den Bannerträgern hänge ich noch etwas hinterher und muss unbedingt vorwärts kommen. Andererseits, wenn es nicht zu einer wirklich riesigen Schlacht mit meiner Imperiumsarmee kommt, brauche ich auch erstmal nicht so viele Kommandoeinheiten. Es fehlen beim Imperium sowieso immer noch die Ritterorden. Da habe ich bis jetzt nur 8 Ritter der Reichsgarde. Das ist nicht gerade viel und es müssen unbedingt noch mehr her. Vor allem Ritter des Weißen Wolfes möchte ich gerne in die Armee einbauen. Die stehen zwar auf der Liste, sind aber immer noch hinter der Infanterie und Artillerie angestellt. Gerade die Artillerie ist für mein Verständnis noch sehr klein.
Ein Mörser, 2 Großkanonen und eine Salvenkanone. Für eine ordentliche Imperiumsarmee ist das meiner Meinung nach einfach nicht genug, auch wenn niemals alle Geschütze gleichzeitig eingesetzt werden können. Aber egal. Damit sind wir dann auch am Ende der Werkbank für September angekommen und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.